Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wirklich traurig. Der Saisonstart ist ja eigentlich immer die beste Zeit. Ich mache ja immer Saisonpause von Ende Oktober bis jetzt Anfang April. Einfach wegen Rollsprit, Reifengrip und dem ganzen Zeug und außerdem meistens, man kann sagen, die Bergpässe sind alle noch gesperrt. Zu fahren meistens bei 10 Grad Außentemperatur, wenn Wind, arschkalt. Hat keinen Sinn für die 3 Tage. Genau, dabei passt es noch so. Und deshalb, der Saisonstart ist mal so gestartet. Hui. Also, liebe Leute, der Moment, die KTM springt leider nicht an. Das war ein Vertrauensvorschuss. Leider nicht geklappt. Natürlich, ohne Elektronik kann man auch keine Sitzbank öffnen. Dementsprechend Notentriegelung. Dann schauen wir mal. Oh doch, der Retter. Jawohl. Die Maschine blinkt jetzt. Hier. Okay. Moped angegangen und... Okay. Alles klar. Ihr habt es schon gesehen. Die Batterie war komplett tot. Das ist wirklich auch tough. Weil sagen wir so, von Anfang an weiß ich natürlich, man soll die Batterie abhängen, bestenfalls ein Ladegerät hängen und alles seriös, wie alle anderen Motorradfahrer über den Winter machen. Aber ich habe da wirklich so eine kleine Kindheitsgeschichte. Wir hatten eine Almhütte gepachtet und da hat es 2 Taschenlampen gegeben. Und da war die eine Taschenlampe, da hast du neue Batterien reingesteckt und bist du 2 Wochen später gekommen, war sie einfach leer. Und dann gab es die andere Taschenlampe, da waren 2 Batterien drin und die ist 2 Jahre später auch noch gelaufen. Deshalb habe ich mir das so angewöhnt, dass auch die Batterie im Winter am Motorrad hängen lassen eigentlich eine Art Qualitätscheck ist. Gibt's Kriechstrom? Ist irgendwas schlecht mit dem Ding? Oder funktioniert es einfach? Und kein Witz, alle meine Motorräder bisher sind im Winter natürlich in der Garage gestanden, aber sind im Frühjahr ohne Probleme wieder gestartet. Dementsprechend, ja, war ich schon ein bisschen sauer. Aber wir alle kennen ja die Geschichte von wegen, du sollst die Batterie abhängen. Also wie kannst du deinem Bike böse sein, wenn die Batterie tot ist? By the way, kleiner Hinweis am Rande, man muss die Batterie selber zahlen, weil sie nicht von der Garantie abgedeckt wird. Quasi Verbrauchsgegenstand. Bin mir auch nicht sicher, ob das alle Marken so machen. Kommentiert es gerne, wenn ihr Erfahrungen in dem Bereich habt. Ich hätte eigentlich fix gedacht, wenn meine Batterie bei der BMW damals eingegangen wäre, in den ersten 2 Jahren hätte ich eine neue gekriegt auf Garantie. Aber ja, man weiß es nicht. Vielleicht auch eine Sache zwischen Händler, Kulanz und Marke. Auf jeden Fall wissen wir, dass bei KTM so ein oder andere Sachen anders laufen. So, erster Schock überstanden. Bike war wirklich komplett tot. Heißt, du hast nichts mehr damit machen können. Im Sinne von, wir hatten so einen Battery Pack dabei. Ihr habt es gesehen. Aber sobald du den abgehängt hast, auch wenn das Bike 10 Minuten gelaufen war einfach das Bike wieder sofort aus. Heißt einfach, genau, Batterie total zusammengebrochen, hat absolut keine Funktion mehr erfüllt und dann Bike halt tot. Musste wirklich abgeschleppt werden. Deshalb hier abschleppen. 1 von 2. Ist wirklich übel gelaufen. Und heute habe ich echt einen Downer, weil, danke vielmals an Mototreff Balog, die haben mein Bike schnell angeschaut, die Batterie gewechselt, auch einen Frühjahrscheck durchgeführt auf meine Bitten und auf meine Bitten auch das Bike nochmal auf die aktuellste Software aktualisiert. Darüber bin ich jetzt sehr froh. Es waren irgendwie 2, 3 Updates in verschiedenen Bereichen verfügbar. Hat mal alles draufgehaut. Das habe ich mir allgemein im Winter schon überlegt, dass ich einfach, wenn ich der KTM noch eine Chance gebe, gut in die Saison starte. Jetzt ist ja das Bike schon beim Händler gestanden, also war das quasi alles in einem möglich. Deshalb nochmal vielen Dank. Hat aber leider alles nichts gebracht. Also diesen Sonntag, der erste Sonntag im April, 8 Uhr morgens, ich voll bereit, wirklich einfach Tour geplant, voll happy, Bike hergerichtet, GoPro hergerichtet, glücklich, wirklich. Ich schaff's eigentlich bei dem Bike und meiner Einstellung komplett alles zu vergessen. Also ich total happy, gehe runter zum Moped, starte, steige auf, fahre wirklich und habe richtig Spaß. Also ich wollte einfach gemütlich warm werden, ihr wisst schon, einfach gemütlich warm werden und eine kleine Runde hier Richtung Oberbayern drehen. Bisschen Patels, einfach bisschen Süden hier, bisschen Richtung Österreich. Und dann fahre ich einfach, kein Witz, nicht länger als 40 Minuten. Ich gebe einfach Gas und zack. Traktionskontrolle ausgefallen und Geschwindigkeitsregelung. Genau dasselbe Fehlerbild, das ich in Irland hatte.
Geschwindigkeitsregelung, MTC. Genau dasselbe Fehlerbild, das ich in Österreich hatte. Terabyte sagt eigentlich, jo. Ha! Du kannst kein Gas mehr geben, Bike ist einfach quasi broken, du fährst irgendwie noch mit einer Restleistung von 1 PS. In dem Fall hat es geklappt, es ist noch nicht in den ganzen Notlauf reingesprungen. Wenn du ein paar Mal den Fehler triggerst, kommt normalerweise noch die Motorkontrollleuchte dazu und dann bist du definitiv endgültig im Notlauf. Das war's, aber es war wirklich bitter. Natürlich mit Motor aus und Motor einschalten waren die Fehlermeldungen für gefühlte 3 bis 300 Sekunden weg, aber sind auf jeden Fall innerhalb der ersten 5 Minuten wiedergekommen und es war einfach richtig zerstörend. Also wie habe ich dann weiter meine Saison gestartet? Ich habe meine Tour abgebrochen, habe das Moped gerade noch hier hergestellt, einfach aus Sicherheitsgründen, damit das Gas nicht ausfällt, wenn du überholst oder wenn du irgendwie einfach hier rumfährst oder nicht beschleunigen kannst. Wir haben sie da in Irland auch gesehen, wenn man gerade noch mit der Restleistung über so einen Hügel hinauffährt, nicht, dass man irgendwie für sich selbst oder für andere ein Gefahrenpotenzial darstellt. Also genau, Bike wieder abschleppen lassen und das ist jetzt tatsächlich auch Stand der Dinge. Bike steht aktuell in Holzkirchen bei Mototreff Balog. Ich bin sehr dankbar, dass es dort ist und nicht hier bei einer bisherigen Werkstatt. Deshalb schauen wir mal, was kommt. Den restlichen Tag habe ich damit verbracht, einfach mich komplett ausgepowert und einfach mit dem Rennrad hier 60 Kilometer gefahren, knapp mit dem 29er Schnitt. Es war richtig gut, ich habe es gebraucht. Danach hier in den Hirschgarten irgendwie 4 bis 5 Maß und Radlermaß irgendwie so gemischt. Ich hatte gut einen Sitzen und somit konnte ich das bisschen verkraften. Saisonstart 24, definitiv der beschissenste meiner Motorradlaufbahn. Zweimal liegen geblieben in der ersten Woche, unmöglich. Muss ich echt noch verarbeiten, weil aktuell habe ich auch gar keine Idee, was der Plan ist. Ich wollte einfach das Video hier mal online stellen, euch über den Stand der Dinge informieren, mir wahrscheinlich was von der Seele reden und einfach auch mal euch fragen, was sagt ihr denn? Ich meine, wenn es 3-mal das absolut selbe Fehlerbild ist, würde ich sagen, das ist einerseits was Gutes. Der bisherige Lösungsansatz war ja leider einfach, wir spielen ein neues Software-Update auf, oh, es ist kein Fehler mehr da. Naja, dann ist kein Fehler mehr da und er ist jedes Mal wiedergekommen. Das heißt, der Fehler ist da. Ich glaube, es ist jetzt auch jedem bewusst, dass da irgendwas gröber im Arsch ist und dass es kein Software-Update einfach so mit Aufspielen fixen kann, aber das weiß ja jeder. Ich persönlich bin in jedem Fall immer davon ausgegangen, dass einfach zuerst ein Software-Update aufspielen, ohne sich mit dem alten Fehler auseinanderzusetzen. Danach hat man natürlich nie einen Fehler. Wenn du in der Regel einen Computer neu aufsetzt, hast du vorerst keinen Fehler. Wenn du ein Handy zurücksetzt, hast du keinen Fehler. Wenn du ein Programm deinstallierst und installierst, hast du keinen Fehler. Du musst halt erst wieder was tun, bis der Fehler wiederkommt. Und wenn alle Umgebungsvariablen ident bleiben, kommt der Fehler in der Regel auch wieder. Dementsprechend, meistens ist es irgendwo ein Bug oder hier vielleicht auch ein Hardware-Defekt. Ich bin richtig gespannt, ob es vielleicht Kriegsstrom ist, der vielleicht durch die Batterie gekillt hat, dass irgendwo der Hauptkabelstrang angewetzt ist, der die Batterie gekillt hat und der dementsprechend auch immer wieder diese Fehler verursacht, weil Moped ist ja jetzt draußen gestanden und bei der Jahreszeit gibt es ja auf jeden Fall Feuchtigkeit noch über die Nacht. Deshalb vielleicht ist da wieder Feuchtigkeit irgendwo reingekommen. Bisher hatte ich eigentlich nur 2 Saisonstarts, wo ich leider ohne Vorderradbremse zur BMW-Werkstatt fahren musste. Aber das ging allein auf meine Kappe, weil ich war bei der BMW S1000R so geil auf so einen schwarzen Bremsflüssigkeitsbehälter von Rizoma. Den habe ich sogar von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen, weil ich mir einen extra gewünscht habe, weil der einfach so geil ausgeschaut hat. Und gern hier ein Foto. Der Originalbehälter war halt echt einfach riesig. So wirklich so einfach wie so ein riesiger Plastikkübel, den man einfach so kennt. Aber der BMW-Händler war auch super nett. Der Kerl hat mir einfach gesagt, der Rizoma-Behälter ist einfach undicht geworden und dadurch hatte ich keine Bremsflüssigkeit mehr vorn drin. Bin ganz sachte, only mit Hinterbremse zur Werkstatt gefahren, hat geklappt. Aber auch nicht das Geilste, das man unbedingt anderen wünschen würde. Nachdem es tatsächlich, also ich hatte einen neuen dann gekriegt auf Austauschgarantie, nachdem es tatsächlich im zweiten Winter wieder passiert ist, habe ich mit dem Kerl bei der Werkstatt einfach geredet und der hat mir einfach vergewissert, die Rizoma-Behälter sind leider scheiße, wieso auch immer, für dieses Motorrad, für dieses Modell. Aber er kennt das auf jeden Fall, er weiß, dass das öfter passiert und der Originale ist der beste für das Bike. Kein Witz, ich habe wieder Geld bezahlt, um den Originalen, den ich natürlich beim ersten Mal weggeschmissen habe, weil den braucht ja keiner mehr, wenn du einen geilen schwarzen hast, wieder drauf zu montieren. So, das war der bisher doofste Saisonstart, den ich hatte, aber es ist egal. Moped ist gestartet, ich bin zu BMW gefahren, die haben das auch innerhalb eines Tages gefixt. Es war einfach ein Custom-Teil, theoretisch hochqualitativ, aber wohl nicht immer ganz. Und ja, ging auf meine Kappe.
damit kann man doch leben. Das ist doch perfekt. Also, teilt mal mit. Was sind eure Vermutungen mit der KTM? Einfach mal die Abstimmung. Wenn Sie jetzt was finden bei der KTM und es reparieren, soll ich weiter bei KTM bleiben? Ich bin nämlich echt voll durch den Wind aktuell. Soll ich doch auf eine GS switchen? Ich bin irgendwie neben der Spur, habe mir heute schon wieder angefangen, mein eigenes GS-Review-Video anzuschauen. Lustig. Ich finde das echt großartig, dass ich die Videos da draußen habe, besonders auch für mich, weil dann kann man sich erinnern, wie denn die Probefahrt so gelaufen ist. Und ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr, mich mit dem Motorradkauf zu beschäftigen, weil in den letzten 3 Jahren habe ich echt 3 unterschiedliche Motorräder besessen und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich mit Motorradkauf zu beschäftigen. Ich will einfach ein Moped haben. Ich will einfach fahren und ich will einfach Freude haben. Dementsprechend euch da draußen nochmal weiterhin allzeit gute Fahrt. Passt auf euch auf. Gute Saison. Immer schön vorsichtig sein. Ride hard, ride safe und lasst es krachen. Bis bald. Tschüss.